Unser Reporter Gerrit Schröder beobachtet die Razzia für uns in Hamburg. Guten Morgen, Gerrit. Was ist denn bisher über den Ablauf der Razzia bekannt? Ja, die Razzia läuft seit 6 Uhr und sie läuft weiter. Die Polizei ist immer noch mit 300 Beamten hier im Einsatz, um das Gebäude zu durchsuchen und um Dinge sicherzustellen. Und inzwischen haben sich viele hier versammelt aus Hamburg, die jetzt mitbekommen haben, dass dieses Verbot ausgesprochen worden ist. Und neben mir steht Reza Alipur. Er hat seit Jahren für das Verbot gekämpft und ist selber Exil-Iraner. Was ist Ihr Gefühl heute, als Sie mitbekommen haben, dass dieses Verbot nun endlich durchgesetzt wird? Oh, das ist so eine Balsam für meine und viele Exil-Iraner und dessen Kinder, die aus dem Iran vertrieben und gerade durch diese Zentrale jahrelang bedroht und bespitzelt worden sind, für die Balsam für die Seele aller iranischen Opposition. Und danke unsere Politik, die endlich mal nach 93 die folgende Berichte der Verfassungsschutz endlich mal dass diese Laden dicht gemacht hat und natürlich das ist auch Balsam für die Seele viele Migranten aus dem islamischen Kulturkreis, die mit diesem ganzen Phänomen gar nicht mehr zu tun haben, die ganz in unsere Demokratie, in unser System eingekommen sind. Das ist der Balsam für die Seele, alle Freiheit und friedlich denkende Menschen in unserer Gesellschaft. Es ist Ihnen auch wichtig, dass man das differenzieren kann, dass der Islam ja nicht dieser Extremismus im Allgemeinen darstellt, sondern dass es diese extremistische Form ist, oder? Wissen Sie, das ist Islam genau wie Christentum. Jeder verfasst das Islam und der Koran ist wie ein Aldi-Markt. Jeder verfasst das nach seinem Verstand und seinem Interesse. Islam und Muslim, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Islam ist das Koran, Lebenslauf von Mohammed. Denn Muslim ist wie ich, wie 1000 andere, die hier in dieser Gesellschaft leben, aber mit dieser Pest-Islamismus nichts zu tun haben wollen. Wie geht es jetzt weiter? Sie haben ein bisschen Sorge, dass die Menschen ja hier bleiben, die den Extremismus hier gelebt haben und auch weitergegeben haben. Was passiert mit denen? Denn der Name, der Verein ist verboten. Aber was passiert weiter? Hat man da Sorge, dass ein anderer Name kommt und es weitergeführt wird? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. In Lügen und Betrügen, die Islamisten sind Weltmeister. Das die lügen so art geschickt, dass viele hiesige Bürger, die deutsche Stammung, dass das unbekannt ist, diese Art Lügen und Betrügen. Natürlich, die werden alles anwenden, um wieder das zu machen, was die haben wollen. Aber ich bin mir sicher, das ist schon vorbei. Nicht nur für Islamisten im Iran. Das ist eine neue Grundlage für unser friedliches Zusammenleben. Beziehungsweise Islamismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Aber letzte Frage, das ist heute schon ein Tag für Sie, den Sie lange ersehnt haben, oder? Oh, das ist wahr. Das ist wahr. Ich würde das noch feiern. Ich würde auch am Samstag zufällig mit meinen vielen Kämpfer, auch biodeutsche Freunde, die wir jahrelang dafür gekämpft haben, haben jetzt angekündigt, am Samstag werden wir anstoßen, ja. Vielen Dank, Herr Alipur. Also wir hören, die Resonanz hier in Hamburg ist also so, dass viele lange gewartet haben auf dieses Verbot von dem Islamischen Zentrum hier in Hamburg. Und die kommen auch hierher und sagen Danke, dass dieses Verbot nun endlich durchgesetzt wurde. Gerrit, vielen Dank nach Hamburg.